Lena, ich habe eine Frage. Schon wieder? Ja, ich möchte einen neuen Job. Einen neuen Job? Was ist mit deinem alten? Ich möchte etwas anderes, etwas Besseres. Okay, und was ist die Frage? Wie finde ich einen Job in Deutschland? Auf Deutsch. Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Kein Problem. Wir gehen das zusammen durch. Schritt für Schritt? Schritt für Schritt. Jonas, zuerst, wo suchst du einen Job? Im Internet? Ja, es gibt viele Jobportale in Deutschland. Was sind Jobportale? Webseiten, auf denen Firmen freie Stellen veröffentlichen. Dort kannst du nach Jobs suchen und dich oft direkt bewerben. Welche gibt es? Zum Beispiel Indeed und Stepstone. Und es gibt die Jobsuche der Bundesagentur für Arbeit. Bundesagentur für Arbeit? Das ist eine staatliche Stelle. Ihre Jobsuche ist kostenlos und ein guter Start. Wo kann ich Jobs in meiner Stadt suchen? Auf Jobportalen oder direkt auf den Webseiten von Firmen. Viele Firmen haben eine Seite mit dem Namen Karriere oder Jobs. Und LinkedIn? Auch nützlich. Besonders für Bürojobs, internationale Firmen und berufliche Kontakte. Kann ich mich online bewerben? Ja, viele Bewerbungen werden heute online geschickt. Über ein Portal oder direkt über die Webseite der Firma. Und wenn ich gerade keine Arbeit habe? Dann kannst du dich auch bei der Agentur für Arbeit beraten lassen. Sie unterstützt Menschen, die Arbeit suchen oder sich beruflich verändern möchten. Und das Jobcenter? Wenn du Bürgergeld bekommst oder dein Einkommen nicht zum Leben reicht, ist meistens das Jobcenter zuständig. Also, Agentur für Arbeit und Jobcenter sind nicht dasselbe. Genau, nicht dasselbe. Du findest eine interessante Stelle. Was machst du zuerst? Sofort bewerben? Noch nicht. Erst liest du die Stellenanzeige genau. Was muss ich suchen? Zuerst, ist die Stelle Vollzeit oder Teilzeit? Ist die Stelle Vollzeit oder Teilzeit? Vollzeit heißt, du arbeitest die normale, volle Wochenzeit. Wie viele Stunden das genau sind, steht in der Anzeige oder später im Vertrag. Und Teilzeit heißt weniger Stunden. Genau. Was lese ich noch? Die Aufgaben, also, was wirst du in diesem Job tun? Welche Aufgaben habe ich in diesem Job? Sehr gut. Dann liest du die Anforderungen. Ausbildung, Erfahrung, Computerkenntnisse? Genau. Und für viele Jobs wichtig, Sprachkenntnisse. Welche Deutschkenntnisse brauche ich für diese Stelle? Sehr nützlich. Manchmal steht da Deutsch B1, B2 oder sehr gute Deutschkenntnisse. Und wenn dort Homeoffice möglich steht? Dann kannst du vielleicht einen Teil der Arbeit von zu Hause machen. Aber prüfe genau, wie oft. Also die Anzeige nicht nur überfliegen. Genau. Erst verstehen, dann bewerben. Jetzt möchtest du dich bewerben. Was brauchst du fast immer? Ein Lebenslauf. Genau. Der Lebenslauf zeigt kurz und übersichtlich, wer du bist und was du gemacht hast. Was steht darin? Dein Name, deine Kontaktdaten, deine Berufserfahrung, deine Ausbildung und deine Sprachkenntnisse. Auch mein Deutsch? Natürlich, zum Beispiel Deutsch B1 oder Deutsch C1. Wie schreibe ich einen deutschen Lebenslauf? Kurz, klar und übersichtlich. Oft eine oder zwei Seiten. Und in welcher Reihenfolge? Bei Berufserfahrung und Ausbildung steht meistens das Neueste zuerst. Also mein letzter Job oben? Genau, das nennt man antichronologisch. Ein langes Wort für eine einfache Idee. Willkommen in Deutschland. Und ein Foto? Brauche ich ein Foto im Lebenslauf? Brauche ich ein Foto im Lebenslauf? Nein, ein Foto ist keine Pflicht. Manche Bewerber fügen eins hinzu und in manchen Branchen ist das noch üblich. Aber du kannst dich auch ohne Foto bewerben. Gut, also meine Entscheidung. Genau, deine Entscheidung. Und soll ich meine Zeugnisse mitschicken? Das hängt von der Stellenanzeige ab.
Oft möchten Firmen relevante Zeugnisse oder Nachweise sehen. Welche Unterlagen soll ich mitschicken? Sehr gute Frage. Genau das prüfst du vor dem Absenden. Und brauche ich immer ein Anschreiben? Nicht immer. Manche Firmen möchten eins, manche nicht. Deshalb lies die Stellenanzeige genau. Brauche ich ein Anschreiben? Wenn die Firma ein Anschreiben möchte, erklärst du darin kurz, warum interessierst du dich für die Stelle und warum passt du gut dazu? Wie lang? Meistens höchstens eine Seite. Wie beginne ich ein Anschreiben auf Deutsch? Wenn du keinen Namen findest, kannst du schreiben: Sehr geehrte Damen und Herren. Und wenn ein Name in der Anzeige steht? Dann ist eine persönliche Anrede besser. Sehr geehrte Frau Müller oder sehr geehrter Herr Schmidt. Ich bewerbe mich um die Stelle als Genau. Klar sagen, um welche Stelle es geht. und dann sage ich, dass ich perfekt bin? Besser nicht übertreiben. Schreib konkret und ehrlich. Welche Erfahrung hast du? Welche Fähigkeiten passen zu der Stelle? Also nicht, ich bin der beste Mitarbeiter Europas. Das würde ich lieber weglassen. Jonas, stell dir vor, deine Bewerbung war gut. Du bekommst eine Einladung. Zum Vorstellungsgespräch. Genau. Das Vorstellungsgespräch ist ein Gespräch, in dem die Firma dich kennenlernt und du die Firma. Was muss ich zuerst wissen? Wann und wo findet das Vorstellungsgespräch statt? Sehr gut. Und dann sei pünktlich. Informiere dich vorher über die Firma und zieh dich passend für die Branche an. Also nicht für jeden Job Anzug und Krawatte? Genau, das hängt vom Job ab. Was fragen Sie mich? Zum Beispiel erzählen Sie etwas über sich. Warum möchten Sie bei uns arbeiten? Was sind Ihre Stärken? Ich habe Erfahrung in Sehr nützlich. Dann erklärst du kurz, was du schon gemacht hast. und mein Deutsch? Prüfen Sie das auch? Das kann passieren, besonders wenn Deutsch für den Job wichtig ist. Und ich darf selbst auch Fragen stellen? Unbedingt, das zeigt Interesse. Wie sieht ein typischer Arbeitstag aus? Sehr gute Frage. Wann würde ich anfangen? Auch gut. Und das Gehalt? Auch darüber kann gesprochen werden. Bereite dich vorher darauf vor. Wie hoch ist das Gehalt für diese Stelle? Genau. Oder die Firma fragt dich nach deiner Gehaltsvorstellung. Und woher weiß ich, was realistisch ist? Du kannst vorher im Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit nachsehen, welche Gehälter für deinen Beruf typisch sind. Sehr praktisch. Das Gespräch ist vorbei. Was jetzt? Warten? Ja, aber am Ende des Gesprächs kannst du höflich fragen: Wann erhalte ich eine Rückmeldung? Sehr gut. Und wenn ich eine Absage bekomme? Eine Absage heißt, du bekommst die Stelle nicht. Das ist enttäuschend. Natürlich. Aber es passiert fast jedem. Viele Bewerbungen, wenige Stellen. Können Sie mir sagen, warum ich nicht ausgewählt wurde? Du darfst höflich fragen. Viele Firmen geben aber keine genaue Begründung. Und dann bewerbe ich mich weiter. Genau. Eine Absage ist nicht das Ende. Und jetzt die bessere Möglichkeit, du bekommst eine Zusage. Dann habe ich den Job? Fast. Jetzt bekommst du meistens einen Arbeitsvertrag. Und den unterschreibe ich sofort? Nein, erst lesen. Immer erst lesen. Kann ich den Vertrag erst in Ruhe durchlesen? Ja, das ist normal und wichtig. Worauf muss ich achten? Auf das Gehalt, die Arbeitszeit, den Arbeitsort, die Urlaubstage, die Probezeit und die Kündigungsfrist. Und ob der Vertrag endet? Genau, sehr wichtig. Ist der Vertrag befristet oder unbefristet? Befristet heißt, der Vertrag endet zu einem bestimmten Datum. Und unbefristet? Unbefristet heißt, im Vertrag steht kein festes Enddatum. Und beim Gehalt? Achte darauf. Im Arbeitsvertrag steht meistens das Bruttogehalt. Brutto ist vor Steuern und Versicherungen? Genau. Das Geld, das später auf dein Konto kommt, ist netto. Also nicht sehen 3.000 Euro brutto und sofort eine neue Wohnung mieten. Sehr gute Idee. Erst netto prüfen. So, Jonas, lass uns alles kurz wiederholen.
Ich suche auf Jobportalen, Firmenwebseiten, LinkedIn oder in der Jobsuche der Bundesagentur für Arbeit. Genau. Ich lese die Stellenanzeige. Vollzeit oder Teilzeit, Aufgaben, Anforderungen und Deutschkenntnisse. Sehr gut. Dann schreibe ich meinen Lebenslauf. Neueste Erfahrung zuerst, Sprachkenntnisse dazu, Foto nur wenn ich möchte. Perfekt. Ich prüfe, ob ich ein Anschreiben und Zeugnisse mitschicken soll. Genau. Im Vorstellungsgespräch bin ich pünktlich, vorbereitet und stelle Fragen. Und bei einer Zusage? Arbeitsvertrag lesen. Befristet oder unbefristet. Brutto oder netto. Erst dann unterschreiben. Du hast es. Lena, eine letzte Frage. Was denn? Was ist wichtiger, der Lebenslauf oder das Gespräch? Der Lebenslauf kann dir die Tür öffnen. Im Gespräch zeigst du, wer du bist. Also beides. Beides. Aber weißt du, was der wichtigste Schritt ist? Was? Anfangen. Eine Stelle suchen. Eine Anzeige lesen. Eine Bewerbung abschicken. Einfach anfangen. Einfach anfangen. Und wenn die erste Antwort eine Absage ist? Dann beginnt die nächste Bewerbung. Nicht deine Niederlage. Das gefällt mir. Wenn dir die Folge geholfen hat, abonniere den Kanal, lass ein Like da Und beim Gehalt? und schreib uns in die Kommentare. Hast du schon einmal auf Deutsch nach einem Job gesucht? Bis zum nächsten Mal. Tschüss!